Das klingt total kitschig und plakativ, aber dem eigenen Herzen zu folgen und sich für die Dinge stark zu machen, die einem wichtig sind und sein eigenes Leben so zu gestalten, wie es für einen selber passt. Das ist nicht immer einfach, das weiß ich gut, ähm, und es lohnt sich. Hallo, ich bin die Ilka und das ist mein Containerhaus. Ja, das ist mein Bauwagen. Den habe ich tatsächlich geschenkt bekommen ich glaube, vor 9 oder 10 Jahren, bevor dieser Tiny House Hype losging. Damals hat die Nachbarin noch nicht erkannt, dass der ein bisschen Wert hat. Und dann habe ich gefragt, ob ich ihn haben kann. Er hat gesagt, ja, kannst du haben, kein Problem. Und dann habe ich tatsächlich mit gefundenen Materialien und auch den Boden habe ich auch von der Nachbarin den damals ausgebaut. Da war dann noch da hinten ein Ofen drinnen und hier nur so ein kleines Bett. Hier war noch ein Tisch. Hier war eine Küche. Also jetzt, wo meine ganzen Klamotten sind, das war alles Küche. Da hatte ich wie so eigentlich alles in diesem kleinen Raum drin. Und habe hier drin auch gearbeitet, tatsächlich. Und jetzt schläft die Katze hier. Katzenzimmer. Ja, das ist das Katzenzimmer. Das Shanti-Zimmer. Hi. Oh ja. Der hat jetzt mittlerweile nur noch Schlaffunktion und Kleiderschrank sozusagen. Genau. Und ein bisschen Stauraum. Da oben sind meine Bücher. Ich habe richtig tolle Bücher über alternative Wohnformen. Soll ich dir mal zeigen? Ja, zum Beispiel dieses hier. Anders als gewohnt. Ein Buch über alternative Lebens- und Wohnformen. Nicht als Trend, nicht als Utopie, sondern als reale Möglichkeiten. Jurten, Tiny Houses, Gemeinschaften. Nicht als Ausstieg, sondern als Entscheidung. Es geht nicht um Verzicht, sondern um Gestaltung. Und die Frage, wie wollen wir wirklich leben? Das Buch ist kein Ratgeber und keine Ideologie, aber es zeigt Perspektiven. Es lässt Platz für eigene Antworten. Und vielleicht sagt das auch schon genug. Anders als gewohnt ist immer wieder Amazon Bestseller. Wenn dich die Frage begleitet, wie Leben auch aussehen kann, dann ist dieses Buch eine schöne Einladung, weiterzudenken. Genau, ich habe den damals von der Nachbarin geschenkt bekommen und hatte damals richtig wenig Geld und habe einfach geschaut, was ich mit den Materialien, die ich habe, machen kann. Und ich habe richtig viel Lehmbau und Lehmputz damals gemacht und gelernt. Und dann wollte ich auch im Bauwagen mal so ein bisschen eine Lehmwand machen und habe diese Wand eben verputzt, ein bisschen mich ausprobiert. Und ja, eigentlich alles, was hier drin ist so mit recycelten Materialien. Das Holz, das ich verbaut habe, ist eigentlich immer irgendwo nicht mehr gebraucht worden. Oder wenn hier Möbel drin sind, die wurden alle nicht mehr gebraucht. Ich habe eine Zeit lang viel draußen gelebt, tatsächlich auch auf den Kanaren, auf einem Land, wo eigentlich nur ein kleines Häuschen stand und wir haben ziemlich viel draußen geschlafen. Wenn es mal geregnet hat, dann irgendwie so unter so einem Dach. Aber wir waren eigentlich die ganze Zeit draußen und dann habe ich gemerkt, das tut mir richtig gut. Und dann kam die Idee auf einem kleinen Raum, mir einen kleinen Raum zu kreieren sozusagen, damit ich mehr gezwungen bin, draußen zu sein. Weil wenn ich in einem großen Haus bin, dann verbringe ich viel mehr Zeit drinnen und so bin ich gezwungen, rauszugehen, wenn ich ins Bett gehen will zum Beispiel. Oder bin einfach viel draußen, wenn das Wetter besser ist, im Garten. Ja, das war so die Idee, viel Zeit draußen zu verbringen. Wollte eigentlich in eine Jurte ziehen, habe dann aber einen Bauwagen geschenkt bekommen
Und als der mir dann zu klein wurde, habe ich mir noch diesen Container dazu geholt und ausgebaut. Ich glaube, 9 oder 10 Jahre habe ich den Bauwagen jetzt schon. Und es funktioniert. Wie funktioniert es denn mit Toilette? Hier ist ja keine Toilette drin. Ja, ich habe drüben noch einen anderen Wagen bzw. einen Container und da ist auch ein Klo, Dusche, Küche. Kann ich euch zeigen. Da ist noch ein Trieb. Ja, die machen sich ganz gut eigentlich. Trotz dem ganzen Regen bin ich zufrieden. Und ich bin einfach so froh, dass ich hier mein Gemüse anbauen kann. Und im Sommer muss ich nicht viel kaufen. Das ist richtig schön. Kann ich gut von meinem Garten leben. Kommst du mit rein? Ich habe extra einen Futterautomat, damit ich auch mal eine Nacht weg sein kann. Und die Katzen fressen, aber die essen nie beide gleichzeitig. Und dann immer nur eine und dann geht die andere und dann frisst eine beides. Und dann ist auch nicht gut. Jetzt sind wir gerade im Container, das zweite Häuschen. Hallo Mausi, ich gebe dir mal ein Fressen. Hier ist so natürlich Katzenfutterstation, meine Küche, eigentlich die komplette Ausstattung sogar mit Ofen, eine Couch und schöne Lehmwände auch. Sogar die Decke habe ich mit Lehmfarbe gestrichen, was auch wirklich wichtig ist im Container, weil da ist ja ein geschlossenes System, da ist der kann ja einfach nicht atmen und es ist richtig gut mit dem Lehm, weil das immer ein bisschen die Feuchtigkeit aufnimmt zu einem gewissen Maße und dann im Winter, wenn ich so 1-2 Mal am Tag lüfte, dann geht das richtig gut. Aber warum schläfst du nicht hier? Du hast ja hier ein Bett, ein ausreichend großes und sieht eigentlich so aus, als könnte man hier einfach ideal schlafen. Ja, man könnte hier schon schlafen. Ich liege einfach unglaublich gerne und ich mag es, mich zuzudecken und dann habe ich eigentlich überall, wo ich mich gerne aufhalte, dann auch eine große Liegefläche, dass man auch mal mit jemand anders zusammen da liegen kann, dass man schön kuscheln kann und einfach genug Platz für Gemütlichkeit und auch einfach, könnte sich überall hinlegen und schlafen. Das ist mir wichtig. Genau. Draußen habe ich auch eine Couch, damit ich auch draußen rumliegen kann. Also da habe ich mich ganz gut drum gekümmert, dass es richtig viel Gemütlichkeit hat. Das ist sehr wichtig für mich. Ich bin hier so hergekommen, dass ich in diesem Dorf, in dem ich jetzt bin, aufgewachsen bin. Und als ich damals den Bauwagen geschenkt bekommen habe, war eben die Frage, wo kann ich damit dann stehen? Und mein Papa hat dann gesagt, ja, frag doch mal den Toni. Und dann habe ich den Toni gefragt und seitdem stehe ich hier und stehe auf seinem Land. Ich habe sogar Warmwasser. Ich habe einen Ofen, ich koche mit Gas. Habe auch einen Kühlschrank, einen kleinen, den ich aber eigentlich gar nicht so viel brauche tatsächlich. Ja, ein bisschen Stauraum. Damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Genau, im Winter mache ich dann den Holzofen an. Dann ist es hier ziemlich schnell sehr warm. Und das ist so die Frage, die ich am allermeisten bekomme im Winter: Ist dir nicht kalt in deinem Haus? Und eigentlich ist mir nie kalt. Es ist hier so ein bisschen wie in einem alten Gebäude, das nicht gut isoliert ist. Man heizt ein und es ist relativ schnell warm und es verzieht sich dann aber auch relativ schnell wieder. Ich habe hier jetzt schon noch mal eine extra Dämmung drauf, aber es bleibt jetzt nicht über Nacht warm oder so. Und dafür habe ich dann dahinter noch einen Elektroofen stehen. Den mache ich jetzt, wenn es mal so um die 15 Grad hat und mir ein bisschen kühl ist, mache ich den Elektroofen an. Aber im Winter heize ich eigentlich hauptsächlich mit dem Holzofen. Der gibt einfach die schönste Wärme. Also ich habe ja angefangen mit dem Bauwagen und dann mit meinem damaligen Freund haben wir gemerkt, wir brauchen ein bisschen mehr Platz und haben meine Vermieter gefragt, hast du nicht irgendwie eine Idee, wir bräuchten noch ein Wägelchen?
Und dann hat er uns auf die Idee mit einem Container gebracht. Hat er gesagt, wie wäre es denn mit einem Container anstatt einem Bauwagen? Und dann haben wir den über einen Bekannten im Nachbarort stand der, in der Kiesgrube. Und dann haben wir gefragt, hey, können wir den kaufen? Ja, ich will den verkaufen. Und der war richtig ranzig. Der war richtig eklig. Der hatte so einen Plastikboden, Plastikwände. Die 2 Fenster hier, die waren nicht drinnen, also nur das hier. Hier war noch so ein alter Ölofen und es hat nach Mäusepipi gestunken. Also richtig eklig. Und ich hatte wirklich Sorge, ob wir diesen Geruch nicht rausbekommen, weil ich so eine feine Nase habe. Aber man merkt gar nichts mehr. Also sobald dann der Putz drauf war und alles irgendwie verschlossen, der neue Boden drin, ist das richtig gut. Und jetzt habe ich Gott sei Dank meine Katzen, damit nicht weitere Mäuse einziehen. Und drüben war tatsächlich noch so ein Wasserklo, so ein ganz normales Klo. Das haben wir einfach alles raus, die Dusche rein, Kompostklo rein. Ja. Und der hat auch nicht viel gekostet. Der hat damals, ich glaube, 1800 gekostet. Und es ist halt so ein alter, es ist ein sehr robuster Container. Man könnte einen zweiten sogar noch draufstellen. Das darf man gar nicht sagen, wie der transportiert wird. Den hat dann irgendwie ein Kumpel mit einem Bagger hier rüber gefahren. Der hat den dann vorne sich an den Bagger gehängt und hat ihn hier reingefahren. Ich war gar nicht da, tatsächlich. Ich war an dem Tag nicht da. Er ist bei meinen Eltern vorm Haus vorbeigefahren und dann haben sie gesagt, da kommt das Haus von der Ilka. Dann hat er den hier reingestellt. Ja, wir haben schon den ganzen Sommer eigentlich daran gebaut zusammen. Ich muss schon aufpassen, dass es nicht drin schimmelt hier, weil es ist einfach ein Container, es ist ein abgeschlossener Raum und der muss richtig gut gelüftet werden. Und es gibt bestimmte Ecken, die weiß ich schon, die muss ich beobachten und gucken, dass da jetzt kein Schimmel auftritt. Aber wenn ich die im Visier habe und mich gut darum kümmere, dann passt das. Aber das ist ja in anderen Häusern, kann das ja genauso passieren, dass es schimmelt. Also das ist jetzt kein Phänomen nur für Container. Die Dusche zeige ich euch noch. Die ist noch besonders, würde ich sagen. Ach, Mizi. Hier ist eben das Kompostklo und die Dusche und auch die Wände hier sind mit Tadelakt verputzt. Das ist so ein marokkanischer Feinputz, was sozusagen eine große Fläche macht, anstatt wenn man jetzt Fliesen hat, hat man ja immer diese Fugen. Und das ist einfach wasserabweisend, nur so weit, dass kein Wasser drauf stehen darf. Also danach muss man immer abputzen. Aber ansonsten sieht es einfach, finde ich, mega schön aus. Genau. Und ja, kann ich hier duschen, aufs Klo gehen. Also Abwasser funktioniert so, dass ich draußen tatsächlich so eine kleine Bio-Kläranlage habe, wo es durch 3 verschiedene Becken durchläuft. Springt die Katze auf die Küche? Nein. Also das Abwasser läuft durch 3 verschiedene Becken und kommt dann hinten in meinen Garten raus. Und ich benutze auf jeden Fall nur abbaubare Shampoo und Seife. Wir gehen jetzt in mein Atelier, wo ich arbeite, weil im Bauwagen ist es mir zu klein geworden, um da meine ganze Arbeit zu machen. Ich bin seit 7 Jahren selbstständig als Linoldruckkünstlerin und auch Illustratorin und mache hauptsächlich Linoldrucke, die ich online verkaufe und stelle manchmal auch Auftragsarbeiten her, Illustrationen oder Logos. Und da meine Miete hier relativ gering ist, komme ich damit gut über die Runden. Das ist jetzt hier mein Atelier. Ich habe damals meine Selbstständigkeit in meinem Bauwagen angefangen tatsächlich und dann ist es aber immer größer geworden und jetzt bin ich in meinem alten Kinderzimmer gelandet und mache hier meine Linoldrucke und verpacke von hier aus auch Bestellungen und arbeite an meiner Webseite und schnitze neue Platten. Das mache ich alles hier drin. Und das ist auch, was ich so
sehr liebe an dem mich grafisch ausdrücken. Zum Beispiel bei dem Motiv. Das habe ich eigentlich wie als ein Gebet gemacht, um einen liebevollen Partner in mein Leben zu holen. Und dann habe ich das fertig gemacht, da hängt es auch. Dann habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt. Krass, oder? Also irgendwie ist es schon ganz schön magisch, was man so erschaffen kann. Es liegt natürlich jetzt nicht am Linoldruck oder an dem Medium selber, aber mit der richtigen Intention lässt sich viel machen. Ja, die Motive, die ich schnitze und drucke, sind hauptsächlich Frauen und oder Naturmotive. Und als ich damals angefangen habe mit dem Linoldruck, habe ich das erste Mal, habe ich angefangen, mich mehr mit meinem Körper zu beschäftigen und damit, dass ich eine Frau bin, und habe zum Beispiel entdeckt, dass ich einen Zyklus habe. Bis dahin war mir das nicht bewusst, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Und dann bin ich so reingekommen in so eine Welt, wo sich andere Frauen auch damit beschäftigen, und dann in Frauenkreise, und habe viele Bücher gelesen und Podcasts dazu, zu diesem Thema Frau sein im weitesten Sinne, und habe das dann so ein bisschen für mich, eigentlich ist es so ein bisschen wie so ein Tagebuch führen, was erlebe ich als Frau, wie ist es für mich persönlich, auf dieser Welt eine Frau zu sein. Das ist so ein bisschen ein Abdruck davon. Ja, ist ein bisschen verrutscht. Das geht eigentlich. Die haben eigentlich fast alle lange Haare, ja. Ich erlebe das selber an mir, aber ich glaube, in der Gesellschaft allgemein wird ganz viel so dieses Bild von, so hat eine Frau zu sein und dann ist sie schön, wird sie dargestellt mit langen Haaren. Und ich reproduziere dieses Narrativ. Und ich mache das nicht, ich will das eigentlich nicht machen, aber es wird mir immer mehr bewusst, dass ich das weiterführe. Und ich habe mir selber die Haare abrasiert vor 2 Jahren, und es war ein absoluter Befreiungsschlag, und ich habe mich noch viel weiblicher gefühlt und noch viel mehr in meinem Frausein auch gesehen. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, viel diversere Körper und diverseres Aussehen zu zeigen, weil wir einfach total unterschiedlich alle sind. Und ich habe noch nicht so ganz den Dreh. Es ist, glaube ich, vielleicht noch ziemlich in mich reingebacken, dieses Frau, lange Haare und so schaut die aus. Also ich könnte das mit meiner Selbstständigkeit, glaube ich, nicht so machen, wie ich es jetzt mache. Oder ich hätte es gar nicht so lange wie so aushalten können, weil ich jetzt nicht furchtbar reich damit werde. So zu leben ermöglicht mir das definitiv. Da ist hauptsächlich Petersilie drin, und das sind die Endstadien meiner Gurken. Die sind nicht mehr sehr happy. So ein paar werden sie noch abwerfen. Sehen schon sehr lustig aus. Aber das ist hauptsächlich Gurken, Petersilienhäuschen. Ah ja, und Ringelblumen. Die sind immer gut, die ziehen die ganzen Insekten an. Hier ist noch ein bisschen Dill. Das ist mein neues Hobby, Kränze binden. Also eigentlich mache ich das, weil es mir total gut tut, mit meinen Händen zu arbeiten. Und wenn ich dabei noch unglaublich duftende Blumen verarbeiten kann, dann ist es einfach richtig, richtig schön für mich. Und damit kann man so ein bisschen die Blumen in ihrer Blüte noch ein bisschen haltbar machen und sich daran freuen. Und sie sind einfach auch schöne Geschenke. Ich habe jetzt schon mehrere verschenkt dieses Jahr. Für mich selber habe ich noch keinen gemacht. Vielleicht soll ich das auch noch machen. Ich persönlich empfinde
eigentlich nichts als anstrengend so zu leben. Ich glaube aber auch, dass es nicht für jeden gemacht ist. Also im Winter muss ich schon durch tiefen Schnee oder halt räumen. Ich habe keine Pflastersteine vorm Haus. Ich muss durch den Matsch oder durch große Pfützen laufen. Wenn es halt richtig viel regnet, dann ist da draußen schon mal eine riesengroße Pfütze. Und das sind so Dinge, die man vielleicht nicht hat, wenn man jetzt in einem normalen Haus wohnt. Und ich hack mein Holz selber und muss halt schauen, dass der Ofen warm ist. Aber es sind keine Dinge, die mich jetzt stören. Ich glaube aber, dass es für manche Menschen vielleicht zu anstrengend wäre oder unangenehm. Ähm, So viele Bohnen hatte ich noch nie. Die sind richtig gut geworden dieses Jahr. Und die Erbsen auch, aber die sind schon durch. Ich glaube, es sind hauptsächlich die Ängste, die einen vor sowas erstmal abhalten. Vor, ich kann es mir vielleicht nicht leisten oder was, wenn ich keinen Platz finde. Und ich habe es so erlebt, wie wenn man irgendwie davon überzeugt ist, das ist jetzt der Weg und dann flutscht es einfach. Also dann passiert es wie so. Einfach mal losgehen. Und ich weiß noch nicht, wo ich dann stehe oder wie ich da hinkomme oder was ich genau machen muss, aber es ergibt sich eigentlich immer auf dem Weg. Und dann taucht wieder jemand auf, den du vorher nicht kanntest und kennt dann jemanden, der einen Container hat, der im Nachbardorf steht, den du dann kaufen kannst, den dir dann jemand rüberfährt. Und das wusste ich vorher auch alles nicht. Ähm, und ich glaube, ich habe aber nie gezweifelt, ich habe nie daran gezweifelt. Es ist einfach gemacht. Das war so ganz klar.